Ja, grüß euch. Es ist mal wieder Zeit, einen Ausflug zu machen. Aber bevor es losgeht, steht natürlich die Planung im Vordergrund. In letzter Zeit bin ich öfters gefragt worden, wie ich meine Routen plane und navigiere. Und das ist jetzt hier der Clip dafür. Und der Clip ist in 3 Rubriken aufteilt: Planung und Navigation, Ausrüstung, was nehme ich mit, und als drittes speziell dann die Sachen, die ich halt für Marokko brauche. Meine Tracks zeichne ich auf dem iPad auf, benutze dafür die App Mapout. Die kostet 15 € einmalig und dann kann man alle Karten kostenlos runterladen, wenn man es braucht, weltweit. Das ist ganz gut. Der weitere Vorteil ist, das Ganze funktioniert auch auf dem iPhone. Also man kann dann unterwegs, wenn der Track nicht so fahrbar ist wie geplant, kann man dann relativ schnell umdisponieren und sich einen Track erstellen und quasi die Steuer, die nicht fahrbar ist, zu umfahren. Aber es kann immer wieder mal vorkommen, so wie in Serbien, dass da der ganze Hang weggerutscht war und dann muss man eben eine Alternative suchen, oder wie in Portugal. Da hat der Bach viel zu viel Wasser geführt und muss die umfahren. Und das ist dann schon sehr hilfreich, wenn man sich kurzerhand schnell zu helfen weiß. Und dafür ist die Map perfekt. Die Tracks sind bloß so gut, wie die Karten zeichnet ist. Also ich verlasse mich beim Zeichnen der Track schon darauf, dass die Wegangaben passen. Ja, jetzt speziell für Marokko, da habe ich mich einfach mal hingehockt auf Mapout, bin die Karten durchgegangen und habe anhand der Wege, die da einzeichnen sind, mir meine Routen erstellt, kreuz und quer in der Gegend, wo ich halt gerne fahren möchte. Nachdem ich alle Tracks auf dem iPad eingezeichnet habe, hat mir ein Spätzl sein Marokko-Buch geliehen von der Pistenkuh. Die sind da unten alle schon mit dem Auto gefahren und das ist ein ganz guter Anhalt, um das gegen zu checken mit dem, was ich so vorhabe zu fahren. Letztendlich schaut es so aus, dass die Route, die ich erstellt habe, schon von allen möglichen gefahren wurde und dass man die auch überall finden kann. Das Schöne in dem Buch war, dass ich halt über die Stellen, wo ich mir jetzt nicht sicher war, ob man die so gut fahren kann bezüglich Sand, mir aus dem Buch ganz gute Informationen habe rausziehen können. Bis letztes Jahr habe ich auch mit Apple navigiert. Mittlerweile bin ich umgestiegen auf Android. Da ist wieder das Problem, dass diese Software, die App nicht funktioniert. Also das geht halt nur Apple und ja, jetzt muss ich halt da zwischen Apple und Android hin und her hopfen. Ich plane die Tracks daheim anhand der Unterlagen, die ich habe, und lade mir die dann in die Cloud rein. Von der Cloud kann ich sie mir dann auf mein Android-Telefon laden. Mit dem navigiere ich dann auf der Route entlang. Auf dem Android benutze ich die App von Locusmap. Wenn ich mir eine Unterkunft suche, dann brauche ich nicht anfangen, dass ich jetzt da mir einen neuen Track baue, sondern dann gebe ich einfach den Zielort ein und lasse mich da hin navigieren. Also jetzt sage ich, was ich so an Ausrüstungsgegenstände alles mitnehme. Habe jetzt so alles hier im Küchentisch verteilt, dass ihr einen Überblick habt, was alles so in meine Taschen reinkommt. Eine Stirnlampe, die sich über USB-C wieder aufladen lässt. Spanngurt, ein langer Nippel- und Kabelzug für Gas und Kupplung. Ein Kompressor. Für den Fall, dass der Kompressor kaputt geht, habe ich eine Luftpumpe noch mit dabei. Die hält 5 Bar aus, das reicht vollkommen. Ich habe einen vorderen Schlauch. Und ich habe noch einen Schlauch für vorne, ich habe einen Schlauch für hinten und zum Reifenwechseln habe ich das Multitool. Da ist der 10er Schlüssel für vorne, Imbus für die Vorderachse, Schlammschlüssel für hinten und zur Not kann man damit mit dem Fuß die Kupplung betätigen. 3 Stück Kabelbinder. Was wäre die Welt ohne Kabelbinder? Montierpaste, und in der Dose ist das Talcum drin. Zum Reifenwechseln eben Rolle Ducktape, ein Leatherman, die rammen wir mal kurz auf, das habt ihr schon gesehen. Ein Satz Bremsbeläge zum Aufbacken vom Moped, dass ich die Felgen ausbauen kann, so eine Stütze aus einer alten Krücken rausgeschnitten und eine Handsäge. Das ist jetzt mal so das Grobe. Dann habe ich noch das kleine Werkzeugtaschel, an dem ich halt dann relativ schnell zugreifen kann. Da ist ein Reifendruckmessgerät, es ist ein kleiner Spanngurt noch mit dabei, Loctite und ja, ein Kettenjäter, der ist jetzt bloß da drin, weil da passt er gut rein und die hoffen immer nicht, dass ich ihn brauche. Ratschen, diverse Nussen, 12er Gorbi-Ring und ein 10er Gorbi-Ring, ein Godoni-Zang. Ja, und das war's dann schon. Ja, und recht viel mehr habe ich da nicht dabei. Ich habe noch eine große Werkzeugtaschen.
sage ich jetzt auch gleich, da sind halt Sachen drin, von denen ich mal ausgehe, dass ich sie nicht brauche. Und wenn doch, dann fällt doch mehr und ja. Aber besser man hat es dabei und braucht es nicht, als wenn man es braucht und nicht dabei hat. Gell? Gut. Für die Bits, da habe ich auch nochmal eine Reihe Imbus, Torx und Schraubenzieher, also Schlitz- und Kreuz-Schraubenzieher, 4er, 5er, 6er Imbus und dann habe ich einen Draht, da ist der Draht, wenn der Griff sich mal lockert, kann man den immer hinmachen. Was man rein muss, ist das große Motorradflickzeug, also das wird ersetzt durch das da und Sekundenkleber, eben wenn der Griff locker wird. Da sind Reserveschrauben mit dabei, Ersatzschrauben und ja, da noch ein paar Kabel, also das habe ich dann doppelt gemoppelt, aber kann man nirgendwo haben. Und da habe ich noch einen Draht drumherum gewickelt. Also ist auch recht überschaubar. Zündkerzen habe ich eigentlich in der Regel nicht dabei, weil wo in Europa kriegst du keine Zündkerzen. Jetzt für Marokko oder Mauretanien ist es dann eine andere Geschichte, da ist vielleicht besser die Sachen dabei zu haben, wo man meint, die sind schwer zum Kriegen. Jetzt sind wir schon beim nächsten Punkt. Satzteile, die ich normalerweise nicht mitnehme, für Marokko schon. Ein Kupplungssatz, weil die Originale hat jetzt schon 66.000 Kilometer runter und wenn das Ding kaputt geht, will ich jetzt nicht ein paar Tage lang irgendwo in Marokko oder Mauretanien festhängen, um ein Ersatzteil zu kriegen oder im dümmsten Fall die Kiste auf dem Lastwagen rausfahren lassen müssen. Und na, habe ich dabei, kann man dann wechseln. Wenn ich im Sand bin, kann ich das unterlegen und dann sinkt mir der Ständer nicht ein und ja, mit dem Bundle kann ich es da hinbinden, wo ich es brauche. Und ja, die Tenere hat ja den Rüssel für den Luftanzug und den stülpe ich da drüber. Das gibt es bei Amazon im 5er-Pack für 15 €. Gell. Da habe ich einen drüber gestülpt und den Reserve noch mit, den stülpe ich dann über den Rüssel und mache den mit so einem Schlauchgummi einfach fest. Und dann habe ich da bin ich da relativ sicher, dass ich mir keinen Sand da reinziehe. Ja, und speziell für Marokko haben wir einen großen Tank montiert, damit ich mehr Reichweite habe. Hinzu kommt ein 6 Liter Tanksack. Und nach dem ganzen Planen und Packen hat die Tenere ein bisschen Liebe bekommen. Neues Öl, neue Bremsbeleg, Bremsleitungsflüssigkeit habe ich gewechselt und ja, einen Kettensatz habe ich noch drauf gemacht. Der alte hat zwar 6.000 Kilometer gehabt, aber ja, jetzt mit einem Nein da brauche ich mir keine Gedanken machen, der hält die komplette Reise durch und wenn der halt durch ist, dann mache ich den alten wieder drauf. Also auch kein großes Problem. Ja, und die Gabi-Achse, da habe ich einen Service machen müssen, komplett. Also von der Seite her kommt da nicht viel passieren. Ursprünglich Plan war nach Dakar zum Fahren, aber das ist mir jetzt alles viel stressig da mit dem Visa für Senegal und mit dem Canet. Jetzt mache ich bloß nach Mauretanien, das reicht ja. Unterm Strich bin ich ein bisschen mehr wie 3 Wochen in der Gegend da unten. Westsahara und Mauretanien nehme ich mit. Die ganze Strecke ist geplant als Alleinfahrt und dementsprechend viele Kilometer werden am Tag abgespult oder sollen am Tag abgespult werden, wenn es das Gelände zulässt. Aber ob das Ganze dann auch so umgesetzt werden kann, wie ich mir das vorstelle, das stellt sich dann vor Ort raus. Nur die letzten beiden Eventfilme, wo ich gemacht habe, Stella Alpina und Elefantentreffen, das könnt ihr dann da. Das könnt ihr dann da unten anklicken am Ende. Viel Spaß beim Schauen.